Moin moin liebe Leute, mein Name ist Tro und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollte ich gerne mit euch darüber sprechen, wann wir wohl mit einer offiziellen Demo zu Resident Evil 9 Requiem rechnen können. Denn wie ihr alle wisst, gab es ja direkt nach der Vorstellung bei dem Summer Game Fest eine kleine Präsentation, wo die spielbare Demo zu Resident Evil 9 einem kleinen Kreis an Content Creatern und Journalisten vorgestellt wurde. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass einige sogar die Möglichkeit hatten, bereits diese Demo komplett selber anzuspielen. Was gezeigt wurde, war eine 30-minütige Vorstellung der Demo. Diese wurde in einem kleinen Kreis, in einem extra Raum gezeigt, wo einfach nur reines Gameplay, was keiner selber gespielt hat, sondern dieses Gameplay wurde einfach nur vorgestellt und das ging ungefähr 30 Minuten lang. Dann gab es aber noch ein richtiges Hands-on-Gameplay, wo dann einige sehr ausgewählte Content Creator oder Personen diese Demo dann selber spielen konnten und diese Demo hatte eine Länge von ungefähr 20 Minuten, wo man dann richtig ausprobieren konnte und auch selber spielen konnte. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wann können wir Fans mit einer echten ersten Demo zu Resident Evil 9 rechnen? Es ist bereits aus offiziellen Statements bekannt, dass Capcom gesagt hat, die erste spielbare Demo wird es auf dem Stand bei Capcom auf der Gamescom geben und der Stand hat eine Größe von 950 Quadratmeter und soll 85 Spielstände bieten. Allerdings soll auf diesen 85 Spielständen nicht nur die Demo von Resident Evil 9 laufen, sondern natürlich auch die Demo von Onimusha. Aber selbst wenn 40 Spielstände zur Verfügung gestellt werden würden, hätten ja immer noch genug Leute die Möglichkeit, die Demo selber auszuprobieren, wenn man denn die Gamescom überhaupt besucht. Aber es bleibt natürlich die wichtigste Frage offen, nämlich ist es überhaupt möglich, dass Capcom die Demo nicht nur für die Gamescom geplant hat, sondern zum Start der Gamescom auch komplett veröffentlicht, sodass wir die alle selber zu Hause spielen können. Und ich persönlich, das ist nur eine reine Spekulation, aber ich persönlich glaube, dass Capcom die Demo nicht öffentlich zur Gamescom zugänglich machen wird, sondern das als exklusiven Spielcontent ausnutzt, um natürlich die meisten Fans, die sowieso schon ein Gamescom-Ticket haben, dann auch einen Grund geben, den Capcom-Stand auf der Gamescom zu besuchen, denn nur dort kann man diese Demo eben doch anspielen. Also so gesehen hat Capcom damit einen exklusiven Grund, die meisten Fans von Resident Evil dann auch zu deren Stand zu locken. Also ein Grund, warum Capcom die Demo nicht zur Gamescom, also gegen Ende August veröffentlicht, wäre eben diese sogenannte Exklusivität, sodass man einen Grund hat, wirklich den Capcom-Stand auf der Gamescom aufzusuchen, um die Demo dann auch spielen zu können, weil es die eben nicht öffentlich gibt. Ein zweiter Grund, warum die Demo nicht Ende August gleichzeitig zur Gamescom veröffentlicht werden wird, sind die anderen Demos der zuvor veröffentlichten Resident Evil Spiele. Denn schauen wir uns diese einmal genau an, dann ist die Demo, die am frühesten released wurde, also 3,5 Monate vor dem eigentlichen Release, das war die Maiden-Demo zum Spiel Resident Evil Village. Schauen wir uns aber alle anderen Demos an, zum Beispiel zu Resident Evil 2 Remake, 3 Remake oder auch 4 Remake, dann kamen die Demos meistens so 2 bis 3 Wochen vor dem eigentlichen Spiel raus, sodass man kurz vor dem Release so einen richtigen Einblick in das eigentliche Spiel durch die Demo bekommen konnte. Und natürlich ist das jetzt keine festgesetzte Formel von Capcom, dass sie geplant haben, alle Demos 2 oder 3 Wochen vor dem eigentlichen Release des Spiels rauszubringen. Natürlich kann es auch sein, dass Capcom hier vielleicht geplant hat, ähnlich wie die Maiden-Demo, eine Demo zu Resident Evil 9 rauszubringen und zwar weit vor dem eigentlichen Release, vielleicht sogar Herbst oder Winter. Aber ist das eher unwahrscheinlich, wenn wir uns die bisherigen Fakten zu früheren Releases anschauen. Natürlich gibt es aber auch hier wieder Stimmen, die laut werden und dagegen argumentieren und sagen, Capcom möchte gerne das Herbst- oder Weihnachtsgeschäft mitnehmen und die Vorverkäufe und Vorbestellung zu dem Spiel natürlich mit einer Demo richtig ansteigen lassen könnten. Allerdings muss man sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist, denn viele Leute würden das Spiel allein schon dann vorbestellen, wenn ein zweiter, dritter oder vielleicht sogar ein richtiger Gameplay-Trailer rauskommt. Dafür braucht es nicht unbedingt eine Demo. Deswegen ist meine Prognose, und das sage ich hier mit reiner Vorsicht und auch als meine eigene Meinung, ich persönlich glaube, dass wir wie in den vorgegangenen Releases zu Resident Evil auch hier wieder erst 2 bis 3 Wochen vor dem eigentlichen Release mit einer spielbaren Demo rechnen können. Allerfrühestens Anfang oder Mitte Januar, aber das ist auch das Früheste, woran ich glaube.
Und nicht nur das, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass wir auch ähnlich wie bei Resident Evil Village 2 Demos bekommen werden, nämlich die erste Demo, in der wir Grace Ashcroft spielen, wie auch schon die gleiche Demo, die bereits auf der Gamescom gezeigt werden wird. Und dann wird es noch eine zweite Demo geben, wo wir vielleicht in den Ruinen von Raccoon City spielen könnten, dann aber mit dem Charakter, der noch auftauchen soll in der Story, aber bisher noch nicht bestätigt ist, nämlich vielleicht Leon S. Kennedy. Ja, hier bleibt es aber abzuwarten und wie gesagt, nehmt das Ganze bitte mit einer Prise Salz, denn auch ich habe bisher noch keine weiteren offiziellen Informationen zu den Demos zu Resident Evil 9 Requiem. Das war jetzt mein erstes selbstgesprochenes Video zum Thema Resident Evil auf diesem Kanal. Ich weiß, dass dieser Kanal vorher in Englisch gehalten wurde, allerdings ist meine Muttersprache Deutsch und deswegen möchte ich auch mehr Videos machen, wo ich richtig einspreche und versuche, den englischen Untertitel natürlich beizubehalten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ist das in Ordnung für euch, dass ich jetzt Videos auf Deutsch mache mit englischem Untertitel? Und an alle meine deutschen Zuschauer, schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr meinen Kanal erst kürzlich entdeckt, wo ich jetzt anfange, Deutsch zu sprechen? Oder seid ihr schon ein bisschen länger dabei, wo ich die ganzen Videos nur in Textform auf Englisch gemacht habe? Ansonsten supportet den Kanal natürlich mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine weiteren News zu Resident Evil zu verpassen.